Herzlich willkommen bei Arcor Germany und zu der Jagd nach der Wahrheit im Glas. Und ganz ehrlich, heute habe ich wirklich Gänsehaut. Denn wir haben ein Passionsprojekt von Peter und Isatis von Malternative Belgium. Es ist ein Armagnac vom Château de Castets aus 1969. 54 Jahre im Fass und danach im Damjan, um die Zeit anzuhalten. Das Besondere, es sind gerade einmal 60 Flaschen von dieser Abfüllung verfügbar, also schon jetzt eine wahnsinnige Rarität. Und Peter sagt selbst, es ist der beste Armagnac, welchen er jemals getrunken hat. Große Worte, aber dem Ganzen wollen wir zusammen jetzt hier auf den Grund gehen und ich würde sagen, Wahrheit im Glas-Modus an. Und wir möchten heute das Review schon gleich mal mit dem Blick auf die Abfüllung starten. Und was könnt ihr auf diesem wunderschön designten Label erkennen? Ein Glasballon, Damjan, Bonbon, wie auch immer ihr das nennen wollt. Hintergrund, Guy Luflard ist der Eigentümer vom Château de Castets, welches sich hoch oben im Schers befindet. Und er ist Architekt von diesem wunderschönen Armagnac, welcher das Château herstellt. Und dort ruhen sehr viele Glasballons und Peter und Isatis durften das Château de Castets besichtigen und eben dann verschiedene Armagnac dort verkosten und haben sich letztlich für diesen 1969er Jahrgang jetzt hier entschieden. Und Peter selbst sagt, es soll dort wirklich paradiesisch sein. Ich selbst hatte noch nicht die Chance vorbeizugehen, aber eine Domain, die auf jeden Fall mittlerweile schon auf meiner Liste steht, welche ich auch mal dann irgendwann besichtigen möchte. Und lasst uns noch ganz kurz auf die Hardfacts jetzt hier schauen von dieser Abfüllung. So ist es eben der Armagnac heute vom Château de Castets. Der Jahrgang lautet 1969. Er wurde 2023 ins Damjan abgefüllt. Somit war die Reifezeit dann vorüber. Insgesamt ist er dann so mit 54 Jahre alt und 2025 kam jetzt eben die Flasche für Malternative Belgium. Ein Bass-Armagnac. Es ist eine Einzelfass bzw. ein Einzel-Damjan-Abfüllung, wenn man so will. Wir haben hier natürlich keinerlei Zusätze in diesem Armagnac. Wir haben den Alkoholanteil mit 43,1%, das Ganze in Fassstärke abgefüllt. Die Flaschengröße sind 70 cl. Insgesamt sind gerade mal, wie gesagt, 60 Flaschen verfügbar. Und der Preis liegt bei 449 €. Das sind jetzt noch die ganzen Zahlen und Fakten und jetzt starten wir ab ins Tasting. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, haben wir hier vielleicht den weltbesten Armagnac auf dem Tisch stehen, vielleicht auch für mich bisher der weltbeste Armagnac. Wir schauen mal. Wir blicken zuerst aber mal ganz kurz noch auf die Farbe. Ein richtig schöner, satter Mahagoni-Farbton und klar, er hat vom Fass was mitbekommen, das kann man erkennen. Jetzt schauen wir einfach mal, was er noch so für Aromen hat. Ob viel vom Fass eben jetzt da ist oder ob es auch fruchtige Aromen noch gibt. Wir riechen mal dran. Ui. Also der erste Eindruck war so eine gewisse Eukalyptus-Menthol-Note, die ich wahrgenommen habe. Und dann kommt aber mit richtig viel Antritt ein schönes Karamell. Also Karamell ist sehr intensiv jetzt in der Nase drin. Das ist eine schöne Wachsigkeit, bisschen was an Nussigkeit, so eine Pinienkernnote. Also die Pinie ist auf jeden Fall drin. Auch so eine gewisse Tabaknote kann ich finden. Und vielleicht noch ein bisschen was an getrockneten Kirschen. Ja, die werden jetzt so ein bisschen dominanter, die getrockneten Kirschen. Diese Eukalyptusnote geht ein bisschen zurück. Ja, richtig schön ist die getrocknete Kirsche. Richtig toll da. Wow, Wahnsinn. Toll, mega. Also Nase ist schon mal sensationell gut. Wenn es so weitergeht, dann haben wir hier wirklich einen richtig schönen Armagnac mal wieder. Aber wir haben ja generell natürlich viele schöne Armagnac auf dem Tisch stehen. Nicht falsch verstehen, aber mal richtig so einen Knaller mal wieder. Wir gucken mal. Santé. Ja, geschmacklich schön. Wow. Elegant. Die Würzigkeit ist da. Ihr habt, das Ranzo schießt ein bisschen ein, aber das Ganze noch recht angenehm, elegant gelöst. Schönes Mundgefühl. Der Armagnac, keine Bitterkeit. Ja, so eine leichte Säure vielleicht, die dazuschößt. Aber sehr angenehmes Mundgefühl bei dem Armagnac. Und dann sind es auch für mich hier wieder ein bisschen was an getrockneten Kirschen. Es kommt ein bisschen auch was an getrockneten Feigen noch dazu. Und auch Milchschokolade in Kombination mit einer schönen Cappuccino-Note hatte ich hier noch im Geschmack. Also auch hier im Geschmack sehr schöne, komplexe Aromen. Und dadurch, dass eben auch die Süße doch, ich will nicht sagen dominant ist im Geschmack, aber doch einen großen Part hier hat im Geschmack, ist es recht süffig. Also erstaunlicherweise ein sehr süffig alter Armagnac,
muss ich wirklich sagen. Also sehr spannend gemacht und diese leichte Säure so im Hintergrund, die ein bisschen da ist, also richtig toll. Und dann Abgang, ja, ist ein recht langer Abgang, aber nicht so ein intensiver Abgang. Also geschmacklich und Abgang sind sich ja recht ähnlich von der Intensität. Das Ranzio bleibt ein bisschen da, das Leder kommt dazu jetzt hier, das Zedernholz ist da. Es wird so ein bisschen trockener am Ende. Für mich bleibt aber im ersten Moment so ein bisschen was von der getrockneten Feige noch übrig. Und das ändert sich dann so, wenn jetzt der Armagnac langsam leicht den Mund ein bisschen verlässt, bleibt so eine Kombi für mich übrig, so eine Säure mit dieser Grapefruitnote, so eine getrocknete Grapefruitnote und dazu so ein bisschen was von dem Schwarztee, also so ein bisschen ein Schwarztee vielleicht, den man etwas zu lang hat ziehen lassen, also schon die leichte Bitterkeit da eben am Ende hier jetzt, was übrig bleibt, aber dennoch jetzt nicht zu bitter, es ist elegant gelöst. Er kriegt es hin, der Armagnac, dass er das Ganze sehr, angenehm gestaltet und wenig jetzt hier mit Bitterkeit jetzt hier prahlt. Das ist richtig schön gemacht, also ganz toll. Ja, und ich bin wieder so ein ganz kleines bisschen überrascht, muss ich sagen, weil ich einfach vom Alternative Belgium so eine andere Richtung gewohnt bin. Also die ganzen Cognac, welche wir so bisher hatten vom Alternative Belgium, sind ja schon immer eher etwas fruchtiger, ein bisschen floraler. Nicht, dass sie keine Intensität haben, die haben durchweg meistens eine recht hohe Intensität, die Cognac vom Alternative Belgium, aber es ist so ein bisschen ein anderer Stil und dieser andere Stil ist auch, finde ich, hier in diesem Armagnac drin. Also spannend, dass Peter hier so eine Selektion vornimmt oder sich dann eben für solch einen Armagnac entscheidet. Es ist für mich ein wirklich herausragender Armagnac, wirklich sensationell. Wenn ich auch persönlich sagen muss, für mich war das kleine Highlight schon diese Nase, also diese ersten Aromen, die man so wahrnimmt mit diesem Eukalyptus, dann kommt so ein bisschen die Süße dazu, mit diesen getrockneten Kirschen. Also hier einfach ein wahnsinnig komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Aromen in der Nase. Auch der Geschmack und Abgang sind extrem komplex, also auch hier hat man eine wahnsinnige Vielfalt an verschiedenen Aromen und es ist dadurch einfach schon ein Komplexitätsmonster, dieser Armagnac. Wenngleich er natürlich schon, finde ich persönlich, jetzt dominiert wird von einer gewissen Holzwürzigkeit. Ihr habt zwar die süßen Trockenfrüchte da, ja, aber jetzt nicht so intensiv. Also er ist zwar so rein geschmacklich schon süffig, aber er ist dennoch schon für mich bisher auf dieser holzlastigeren Seite unterwegs. Und er kriegt es aber dennoch wunderschön hin, dass er das Ganze sehr angenehm macht, sehr elegant, wie gesagt, löst. Und dadurch ist er einfach ein richtig toller Armagnac. Ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wenn ihr den probiert habt, vielleicht auch auf dem Armagnac Festival in Stuttgart. Und natürlich jetzt weltbester Armagnac, für mich jetzt persönlich nicht. Er ist ein, wie gesagt, herausragender Armagnac, aber für den weltbesten Armagnac, da fehlt mir dann doch noch einiges. Auch wenn wir natürlich eine hohe Punktzahl haben. Lasst uns mal ganz kurz noch auf die Punkte am Ende schauen. Und dann haben wir eben für diese wunderschöne Nase die 24 Punkte. Geschmacklich, Abgang würde ich ihm jeweils 23 Punkte geben. Da war jetzt für mich nicht wirklich definierbar, was ich jetzt besser fand, welchen Part. Auf jeden Fall 23 auch noch für den Gesamteindruck, weil ich finde, man muss dann schon auch noch mal ein bisschen gucken. Also wir haben jetzt hier einen Preis von 449 €. Das ist natürlich schon jetzt auch eine gewisse Ansage. Und ich denke immer dann wieder auch dran zurück, ich habe noch vor 2-3 Jahren ein CAI von 1972 für 130 oder 140 € bekommen. Also ja, die guten alten Zeiten will man ja schon fast sagen, weil man merkt halt bei Armagnac doch auch, dass die Preise jetzt anziehen langsam, dass da auch natürlich Bewegung ist. Wir müssen noch auf die Punktzahl natürlich schauen. 93 Punkte für diesen Armagnac. Also wenn ihr den irgendwo probieren könnt, schenkt euch was ein und dann lasst mich mal gerne, wie gesagt, wissen, wie er euch schmeckt. Wenn man sich eine Flasche kauft, macht man mit Sicherheit nichts falsch. Es ist ein herausragender Armagnac. Wir sind am Ende. Ich hoffe natürlich sehr, das Review hat euch gefallen und natürlich, wie immer, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Review.